Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wie ihr sehen könnt, es wird immer größer, das Chaos. Ich hatte einfach irgendwie nicht genug Zeit, hier die Sachen auszuräumen. Es ist jetzt 29. November. Am 8. Dezember ist der große Umzug. Da dann auch der Rest von zu Hause und noch die restlichen Sachen, Hebebühne und so aus der Werkstatt jetzt umgezogen werden. Ich muss heute auf jeden Fall noch ein bisschen Gas geben. Ich will drüben im Büro noch den Boden legen. Da habe ich mich jetzt entschieden, ich werde kein Laminat oder sowas legen, sondern ich werde den Werkstattboden verwenden, weil ich habe auch noch Werkstattboden, den ich mit hochbringe am 8. Dezember. Dann kriege ich den Rest hier noch mit Werkstattboden belegt und den Werkstattboden da hinten, den verwende ich dann fürs Büro. Dann will ich heute noch ein bisschen in der einen Garage den Boden ein bisschen streichen. Muss ich mal gucken, ob das geht oder ob es zu kalt ist. Ansonsten werde ich hier noch ein paar Regale aufbauen und mal versuchen, ein bisschen Ordnung ins Chaos zu bringen. Hier liegt auch noch sehr viel Zeug. Es ist wirklich, ja, es hatte strukturiert angefangen, aber irgendwie ist es dann immer unstrukturierter geworden, weil einfach, wie gesagt, dadurch, dass ich halt immer 8 Stunden brauche, um hoch und runter zu fahren, das Bad immer noch nicht renoviert ist und ich da sozusagen jetzt hier nicht übernachten kann, ist es halt sehr schwer. Jetzt zeige ich euch, was ich heute machen möchte. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ihr das schon gesehen habt oder ob ich euch das schon gezeigt habe. Das ist die Bodenfarbe, die ich dann später überall verwenden möchte. So ein Anthrazit für die ganzen Betonböden, das möchte ich verwenden. Die Fensterbank habe ich entsprechend schon damit gestrichen. Das finde ich, sieht sehr ordentlich aus. Die Lichtschalterkappen habe ich entsprechend lackiert. Das ist ein schöner Kontrast zu dem Weiß. Das kann man dann auch hier sehen. Den Raum, wo mein Büro rein soll, den habe ich jetzt schon komplett gestrichen. Das sieht gut aus. Da habe ich jetzt auch schon den entsprechenden Schalter lackiert und die Steckdose. Auch das sieht top aus. Ich versuche mal, ob ich das ein bisschen, jetzt seht das ein bisschen besser, aber auch nicht viel. Es ist halt dunkel. Genau, jetzt lasse ich hier gerade noch den Heizlüfter laufen, dass hier ein bisschen wärmer ist. Und ansonsten, wie gesagt, gestrichen ist alles. Leider ist bei dem Abmachen der Teppichkante auch ein bisschen was von der Wand weggekommen. Das heißt, ich habe mir so eine Teppichbodenleiste besorgt, die ich dann nachher hier an die Wand klebe und dann hier so auf diese Fliesen auslaufen lasse. Mal gucken, ob das funktioniert, das werde ich jetzt heute rausfinden. Und hier soll jetzt eben der Boden rein. Ich hatte schon probiert, ob ich das gereinigt bekomme mit Teppichreiniger. Nee, da ist einfach viel zu dreckig, das geht nicht. Und rausmachen habe ich auch keine Lust gehabt. Ich habe hier mit dem Messer, beziehungsweise der Mensch, der mir das Bad renoviert, hat hier so einen Testschnitt gemacht mit dem Messer, da ist alles fest verklebt. Das würde keinen Sinn machen, beziehungsweise würde einfach zu viel Zeit kosten. Deswegen lege ich jetzt einfach die Platten, die ich habe, drauf. Vorher werde ich unten die Sockelleisten ein bisschen anschleifen, hier von der Tür und mit weißer Farbe schon mal anpinseln, weil ich werde dann da unten durch den Bodenbelag werde ich ein bisschen Höhe bekommen. Außerdem will ich ja die Fußbodensockelleiste rankleben und da muss halt vorher das Stückchen da unten schon mal entsprechend mit Farbe lackiert sein, damit dann das nicht später komisch aussieht, dass da unten noch eine kleine braune Ecke ist. Also das werde ich ein bisschen anschleifen und unten den Ansatz schon mal weiß schleifen. Den Rest kann ich ja dann machen in Ruhe, wenn ich umgezogen bin. Deswegen habe ich mir auch keine Mühe gegeben, als ich hier die Wand gestrichen habe. Das Ding muss ja weiß oder mache ich ja weiß, deswegen ist das nicht so wichtig. Also noch die Teppichreste, die muss ich aufräumen. Also wie gesagt, ich stelle jetzt mal die Kamera auf mit dem Zeitraffer und dann werde ich erstmal unten die Sachen anschleifen, ein bisschen lackieren, dann hier einmal durchsaugen und dann den Boden legen, aber das seht ihr jetzt im Zeitraffer. So, jetzt habt ihr gesehen, ich habe ein bisschen gesaugt. Außerdem habe ich unten den Türansatz. Nicht wundern, das ist jetzt nicht 100%. Es geht aber nur darum, dass später, wenn ich jetzt die Matten lege, die sind ja so 1 Zentimeter dick oder ein bisschen mehr, dass einfach da kein brauner Ansatz durchschimmert. Wenn die Matten dann liegen, dann werde ich da an der Kante zur Matte abkleben und dann nochmal streichen. Wie gesagt, ging jetzt nur darum, wenn ich die jetzt lege, weil das muss schnell gehen,
weil nur noch wenig Zeit ist vor dem Umzug, dass eben, wie gesagt, da unten dieser Ansatz nicht zu sehen ist. Das habe ich jetzt auf beiden Türseiten gemacht oder beziehungsweise auf beiden Seiten des Raums, wo eine Türzarge ist. Und jetzt hätte ich gesagt, habe ich ja hier schon ein paar Matten hingelegt. Da hinten, das wird spannend, da muss ich wahrscheinlich zuschneiden. Die Matten lassen sich schwer schneiden oder ich habe zumindest nichts, womit sie sich ordentlich schneiden lassen. Bedeutet, ich werde jetzt erstmal versuchen, hier unten, ich hoffe, der Raum ist einigermaßen rechtwinklig, werde die Matten da anlegen und in die Richtung. Und wenn es da jetzt dann viel zu schneiden gibt, muss ich gucken, wie ich damit umgehe. Aber wichtig ist, dass ich mal die Grundfläche hingelegt bekomme. Diese Feinheiten an den Rändern, gerade auf der Wandseite, die kann ich auch irgendwann später machen, wenn ich eingezogen bin. Wichtig ist, dass die Seite hier bündig liegt, weil hier sollen die Schreibtische drauf. Und wenn hier dann nachher noch eine kleine Kante ist, kann ich mich später drum kümmern. Ich packe euch jetzt in den Zeitraffer und dann schauen wir mal, wie gut oder schlecht das klappt. So, jetzt habt ihr ein bisschen Zeitraffer gesehen. Also ja, das mit diesem Streichen von diesen Unterkanten, das wäre eigentlich gar nicht notwendig gewesen, weil ich muss hier so viel zurechtschneiden, ihr seht das. Und diese Matten sind unheimlich strapazierfähig, ich kriege die nur ganz schwer geschnitten. Außerdem finde ich es auch ein bisschen schade, weil ich jetzt da hier so viele gute Matten kaputt machen muss. Das ärgert mich ein bisschen. Ja, da ist auch zu viel Spalt. Ich dachte, ich kann das mit den kleinen Abschlussleisten hier lassen, aber das geht leider nicht. Also es gefällt mir nicht und ist dann auch blöd mit dieser Kante. Da muss ich tatsächlich, was sind das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Matten relativ stark zurechtschneiden, damit das dann passt. Plus hier nochmal eine von diesen kleinen. Die Kante werde ich lassen. Das ist nicht viel. Das müsste mit diesem, was ich gekauft habe, das werde ich gleich mal probieren, ob ich das da hinten befestigt bekomme. Das werde ich damit hoffentlich abgedeckt bekommen. Ansonsten ist der Raum jetzt soweit mit den Matten ausgelegt. Ich muss natürlich da nochmal drüber wischen. Das war ja mein Garagenboden, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. Hier drüben an der Wand, da seht ihr, da habe ich dann so kleine genommen, ne? Solche Abschlussleisten, und dann ist noch ein minimaler Spalt, aber das sollte durch diese Bodenleiste oder Fußbodenleiste sollte das dann entsprechend abgedeckt sein. Hier die Seite, da habe ich jetzt tatsächlich einmal die entsprechenden kleinen so zugeschnitten, dass die genau an die Tür passen. Das ist wirklich eine Heidenarbeit, aber ihr seht, das ist echt schön geworden. Das ist echt gut. Wie gesagt, wenn das da alles ordentlich gestrichen ist, die Tür, dann sieht das auch gut aus. Das werde ich nochmal abschleifen und streichen. Mir ging es halt nur darum, ihr seht das ja jetzt, wenn ich jetzt da unten nicht gestrichen hätte da immer so braun durchgeschimmert. Das hätte mich gestört. So hat man das mit dem Weiß und das passt dann. Ja, hier vorne weiß ich auch noch nicht. Das werde ich wahrscheinlich so lassen. Da ist dann halt ein kurzer Übergang. Aber da jetzt nochmal Matten zurechtschneiden von den großen wollte ich nicht. Wie habe ich es überhaupt zugeschnitten? Hier mit meinem kleinen Ryobi-Dremel. Oder ja, Dremel ist ja eigentlich die Marke. Also mit meinem Ryobi-Schneidwerkzeug. Da ging das dann. Ansonsten die Feinheiten habe ich dann mit einem Cuttermesser gemacht. Aber das Zeug ist halt echt widerstandsfähig.
Jetzt probiere ich mal da drüben an der Leiste, also von dort hier so rüber, probiere ich jetzt mal diese Fußbodenleiste oder halt diesen Kantenschutz entsprechend anzubringen und hoffe, dass er da diesen kleinen Spalt abdeckt. Sonst hätte ich echt ein Problem. Ansonsten kann ich natürlich alternativ auch da drüben anfangen. Vielleicht mache ich da drüben dann erst. Mal gucken. Also ich probiere es jetzt und dann zeige ich euch, wie es aussieht. Also wenn alles so wäre wie da drüben, wäre es natürlich Bombe, aber hat jetzt natürlich nicht hundertprozentig gepasst. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das so im Gesamtbild die beste Idee gewesen, das einfach mit den Matten zu belegen. Wie gesagt, das mit dem Teppich hätte ich in der Kürze der Zeit nicht geschafft und so ist das ja auch eine ordentliche Geschichte. So rollt auch der Stuhl gut, der Bürostuhl, der wird da hier wunderbar drauf funktionieren und es ist halt auch super unempfindlich, der Boden. Ne? Also da, wie gesagt, ist der Werkstattboden, da kann jetzt hier im Büro nichts mehr passieren. So, ich probiere jetzt mal mein Glück mit dieser Abschlussleiste, wie das aussieht. So, jetzt habe ich mal ein bisschen was verlegt. Also prinzipiell muss ich sagen, funktioniert das ganz gut. Man hat jetzt hier dann eben diese Abschlussleiste und wie ihr sehen könnt, hier guckt jetzt ein bisschen was vom Teppich durch. Da habe ich mir überlegt, da werde ich jetzt einfach nochmal einen schmalen Streifen hier unten davor kleben, der sozusagen dann das abdeckt. Weil der Raum ist nicht ganz gerade und das macht keinen Sinn für diese paar Millimeter so eine Puzzlematte zu zerschneiden. Aber wie gesagt, insgesamt finde ich, sieht das gut aus. Wie gesagt, es ist jetzt natürlich nicht so, wie wenn das professionell gemacht wäre, aber für meine Ansprüche reicht's. Das ist super einfach zu pflegen. Ich kann hier super leicht durchwischen durch diese kleine Kante, die diese gummiartige Abschlussleiste hier hat. Das ist hier so ein Ding. Das Einzige, was wirklich nervt, sind diese Klebestreifen. Die reißen immer wieder zwischendurch ab und dann ist das so ein riesen Gefriemel, kostet unheimlich Zeit. Ansonsten ist das ein super System. Hat hier unten so eine Lasche, die biegt sich dann um. Das ist diese Lasche, die ihr jetzt hier seht, die dann sozusagen abschließt. Dadurch, dass das Ganze auf Spannung steht, läuft da auch relativ schwer, sage ich mal, Flüssigkeit durch. Also echt ein cooles System, lässt sich relativ leicht verarbeiten. Da hinten an der Ecke habe ich ein bisschen geschummelt, aber ja, mein Gott, da habe ich so einen kleinen Patch drüber gemacht, weil ich keine Lust hatte, das am Stück zu verlegen. Aber wie gesagt, ich bin happy, es funktioniert gut. Jetzt werde ich, wie gesagt, dann am Ende von dem noch so ein Stückchen hier vorne ransetzen. So. Und dann kann ich damit auf der Fläche dort hinten, wo die Lücke war, wenn ich das da vorne hinklebe, dann sieht man das nicht mehr. Das hier, das werde ich dann zuschneiden, wenn ich fertig umgezogen bin, in Ruhe. Das schaffe ich jetzt nicht. Das ist so viel Arbeit, diese Matten zuzuschneiden. Das ist unglaublich, was das Zeit frisst. Und wie gesagt, ich hatte es ja vorher erwähnt, wichtig ist, dass diese Grundfläche steht, die ist jetzt vorbereitet, dann kann ich da die Schreibtische hinstellen und kann mich um die Ränder dann in Ruhe kümmern, wenn der Umzug durch ist. Ja, das passt. Nee, aber ich finde es gut, mir gefällt es. Auch wie gesagt mit dem schwarzen Lichtschalter, jetzt ist alles schön weiß. Es wirkt jetzt auf dem Video ein bisschen gelblich, das liegt aber an dem Deckenlicht, weil das halt so ein gelbliches Licht ist. Wahrscheinlich irgendwie 5400 von der Kelvin-Anzahl, dann hat das immer so was Sonnenartiges. Nee, ich bin happy. Boden liegt. Wie gesagt, muss da noch ein paar Kleinheiten machen oder Feinheiten, aber für den Umzug passt das. Ich kann die Möbel stellen, ich kann die Computer anschließen. Das ist das Wichtigste. Und jetzt hätte ich gesagt, mache ich hier noch ein bisschen klar Schiff und ich zeige euch noch einmal, drüben habe ich auch ein bisschen was geschafft, aber noch nicht so viel. Da will ich heute eigentlich noch ein bisschen was machen. Ich zeige euch mal, wie es ausschaut. Ja, der Monty sitzt hier drüben, weil hier ist Heizlüfter. Durch das Bad, durch den Umbau im Bad ist leider immer noch der Heizkreislauf geschlossen. Ich kann hier also nicht heizen. Hier hat das dann ein bisschen warm. Also ich habe jetzt noch mal ein Regal mehr aufgebaut. Zu viel mehr bin ich leider zwischendurch jetzt nicht gekommen. Habe das Regal noch mal ein bisschen umorganisiert, aber es sieht immer noch schlimmer aus. Ich will eigentlich hier heute noch ein bisschen was aufgeräumt bekommen. Ich hoffe, dass ich das jetzt noch schaffe. Das wird dann Bestandteil von irgendeinem anderen Video. Ich muss jetzt, wie gesagt, zumindest mal hier den Boden frei bekommen, damit ich dann den Opel reinfahren kann und später auch die Hebebühne zumindest hier vorne hinschieben und platzieren. Also es ist echt, irgendwie ging mir dann am Ende doch die Zeit aus. Das ist halt einfach, weil es so weit weg ist. Naja, so ist es. Jetzt habt ihr noch mal einen Status. Ich muss ja noch fleißig umbauen und kämpfen. Drückt mir die Daumen. Zu tun habe ich ja genug. Insofern, ich hoffe, in den nächsten Videos, ja, wobei, es wird noch ein bisschen Umzugscontent kommen, bevor ich hier wirklich wieder an Autos schrauben kann. Ja, tut mir leid, aber
Sobald ich hier eingerichtet bin, geht es an den Autos weiter. Habe ja noch jede Menge Baustellen. Würde mich trotzdem freuen, wenn ihr bei den nächsten Videos mit dabei seid. Wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin alles Gute. Bis dann. Ciao.